In meiner heutigen Präsentation möchte ich mich mit einem Thema auseinandersetzen, das weltweit und insbesondere in Europa immer wieder zu heftigen politischen Debatten führt: der Einführung oder Abschaffung von Studiengebühren. Während in einigen Ländern wie den USA oder Großbritannien horrende Summen für die akademische Ausbildung verlangt werden, ist das Studium in Ländern wie Deutschland weitgehend gebührenfrei. Es stellt sich die Frage, welches Modell gerechter ist und die Qualität der Lehre nachhaltig sichert. Ich möchte zunächst auf die Argumente der Befürworter von Studiengebühren eingehen, im Anschluss die Gegenargumente beleuchten und abschließend meine eigene Position darlegen. Für die Erhebung von Studiengebühren spricht in erster Linie die finanzielle Entlastung des Staates und die damit verbundene Chance, die Qualität der Lehre massiv zu verbessern. Wenn Universitäten über zusätzliche finanzielle Mittel verfügen, können sie diese direkt in eine bessere Ausstattung investieren. Ein gutes Beispiel dafür ist die Modernisierung von Laboren oder der Ausbau digitaler Infrastrukturen. Das will ich mit folgendem Beispiel verdeutlichen: An US-amerikanischen Spitzenuniversitäten führt das hohe Budget dazu, dass die Betreuungsrelation zwischen Professoren und Studierenden exzellent ist. Zudem argumentieren Ökonomen oft mit dem Gerechtigkeitsprinzip. Warum sollte der Steuerzahler, der vielleicht nie eine Universität besucht hat, die Ausbildung künftiger Spitzenverdiener komplett finanzieren? Auf der anderen Seite bergen Studiengebühren ein immenses soziales Risiko. Das größte Problem ist die Entstehung von Bildungsbarrieren. Meiner Erfahrung nach zeigt sich daran, dass junge Menschen aus einkommensschwachen Familien durch hohe Gebühren systematisch abgeschreckt werden, ein Studium aufzunehmen. Dazu fällt mir das Beispiel der Verschuldung ein. Viele Studierende in Ländern mit Studiengebühren müssen Kredite aufnehmen und starten mit enormen Schuldenbergen in ihr Berufsleben. Dies erhöht den psychischen Druck während des Studiums immens. Ein weiterer kritischer Punkt ist, dass Bildung als Grundrecht verstanden werden sollte, das unbezahlbar und für jeden gleichermaßen zugänglich sein muss, unabhängig vom Kontostand der Eltern. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Thema Studiengebühren ein Balanceakt zwischen ökonomischer Effizienz und sozialer Gerechtigkeit ist. Meiner Meinung nach sollten Erststudiengänge grundsätzlich gebührenfrei bleiben, um die Chancengleichheit zu wahren. Um die Qualität der Lehre dennoch zu sichern, steht vielmehr der Staat in der Pflicht, die staatliche Finanzierung der Hochschulen durch Steuermittel auszuweiten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bin gespannt auf Ihre Fragen. Vielen Dank für deine strukturierte Präsentation. Wenn ich dich richtig verstanden habe, siehst du das Thema Studiengebühren als einen Konflikt zwischen der Qualität der universitären Ausstattung und der sozialen Chancengleichheit. Du hast dargelegt, dass Gebühren zwar zu besseren Bedingungen auf dem Campus führen können und den Steuerzahler entlasten. Gleichzeitig hast du aber betont, dass sie als Bildungsbarriere wirken und Studierende in die Schuldenfalle treiben können. Dein Fazit war, dass Bildung ein freies Grundrecht bleiben sollte und der Staat für die Finanzierung aufkommen muss, anstatt die Kosten auf die Studierenden abzuwälzen. Du hast erwähnt, dass der Staat die Universitäten finanzieren sollte. Wenn aber das Geld im Staatshaushalt knapp ist, wäre es da nicht fair, zumindest kleine, moderate Studiengebühren, zum Beispiel 500 € pro Semester, zu verlangen, die komplett an die jeweilige Universität gehen? Das ist ein oft gehörter Vorschlag. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass einmal eingeführte Gebühren im Laufe der Jahre fast immer schrittweise erhöht werden. Auch moderate Gebühren können für Studierende, die ohnehin Mühe haben, ihre Lebenshaltungskosten zu decken, eine spürbare Hürde sein. Wie stehst du zu dem Modell eines nachgelagerten Beitrags? Das bedeutet, das Studium ist zuerst kostenlos, aber wer später ein hohes Einkommen erzielt, zahlt einen Teil über die Steuern an die Uni zurück. Wäre das nicht sozial gerecht? Ich verstehe diesen Einwand und finde dieses Modell tatsächlich deutlich charmanter als eine direkte Gebühr. Es nimmt die Angst vor der anfänglichen Verschuldung und sorgt dafür, dass nur diejenigen zahlen, die wirtschaftlich auch wirklich vom Studium profitiert haben. Sollten ausländische Studierende aus Nicht-EU-Ländern deiner Meinung nach Studiengebühren zahlen, da deren Eltern ja nicht im jeweiligen Land Steuern zahlen, oder sollte das kostenlose Studium für alle Menschen weltweit gelten? Dazu möchte ich sagen, dass dies ein sehr aktueller Streitpunkt ist. Ich halte es für sinnvoller,
auch internationalen Talenten ein kostenfreies Studium anzubieten. Viele von ihnen bleiben nach dem Abschluss als hochqualifizierte Fachkräfte im Land und zahlen dann dort jahrelang Steuern. Das ist langfristig ein Gewinn für die gesamte Gesellschaft.